Warum passen manche T-Shirts perfekt und andere überhaupt nicht? Die Antwort liegt meist nicht in deiner Figur. Das Geheimnis steckt im Schnittaufbau und im Verhältnis der Maße zueinander. Mein Name ist Katja Winichner und in diesem Video zeige ich dir, wie ein T-Shirt-Schnitt aufgebaut ist und welche Maße wirklich wichtig sind. Du lernst heute den Unterschied zwischen Längenmaßen und Weitenmaßen, den Unterschied zwischen Körpermaßen und Modellmaßen und wann du wie viel Zugabe brauchst für ein enges oder weites T-Shirt. Los geht's! Beim Maßnehmen und Schnittzeichnen gibt es grundsätzlich zwei Maßgruppen. Um dir das gut zeigen zu können, habe ich an dieser Schneiderpuppe einmal alle wichtigen Linien markiert. Die Weitenmaße sind die Maße, die waagerecht um deinen Körper laufen. Dazu zählen die Brustweite, die Taillenweite und die Hüftweite, aber auch die Schulterbreite. Den Brustumfang misst man an der stärksten Stelle der Brust. Einmal waagerecht um den Körper. Die Taillenweite an der schmalsten Stelle des Körpers und die Hüftweite an der stärksten Stelle der Hüfte. Die Weitenmaße bestimmen also, wie weit dein T-Shirt wird. Jetzt zu den Längenmaßen. Die Längenmaße werden vertikal von oben nach unten gemessen. Zu den Längenmaßen zählen die Vorderlänge, aber auch die Rückenlänge und die Armlänge. Die Vorderlänge misst man zum Beispiel vom Schulterpunkt über den Brustpunkt, Taille nach unten. Genauso die Rückenlänge. Die Längenmaße bestimmen, wie lang dein T-Shirt wird. Außerdem sind sie wichtig für die Balance zwischen Vorder- und Rückteil. Du siehst also, die Weitenmaße laufen quer und die Längsmaße von oben nach unten. Jetzt zeige ich dir diese Maße noch am Papierschnitt. Aus welchen Schnittteilen ein T-Shirt besteht, habe ich dir ja schon in einem anderen Video gezeigt. Hier siehst du das Vorderteil, ein Stück vom Rückteil und die zwei Ärmel. Die Hauptmaße beim T-Shirt sind der Brustumfang. Der Brustumfang wird hier angezeichnet, an dieser Linie. Das ist die Brustlinie. Die Taillenweite wird in der Taille angezeichnet. Das ist diese Linie. Und der Hüftumfang wird an der Hüfte angezeichnet. Das ist die Hüftlinie bzw. in diesem Fall auch die Saumlinie. Die Längenmaße kannst du bestimmen, indem du vertikal von oben nach unten misst. Also zum Beispiel von der Schulterspitze über die Brustlinie, Taillenlinie zum Saum. Oder am Rückteil von der hinteren Mitte am Halsausschnitt nach unten. Die Ärmellänge misst man vom höchsten Punkt der Armkugel bis zum Saum. Ein Schnitt ist also nichts anderes als übersetzte Körpermaße plus Zugaben auf Papier. Was ist nun der Unterschied zwischen Körpermaß und Modellmaß? Ganz wichtig, das Körpermaß misst du immer direkt am Körper, nicht über der Kleidung. Bei dieser Schneiderbüste zum Beispiel beträgt der Brustumfang 88 cm. Das Modellmaß hingegen ist das Maß vom fertigen Kleidungsstück. Bei diesem Beispiel
beträgt die Oberweite 102 cm. Das Modellmaß ist also oft größer als das Körpermaß. Manchmal aber auch kleiner. Das kommt darauf an, wie eng oder weit das T-Shirt sitzen soll. Die Differenz zwischen Körpermaß und Modellmaß nennt man auch Bequemlichkeitszugabe oder Designzugabe. Ich gebe dir ein paar Beispiele anhand des Brustumfangs. Diesen Brustumfang hatten wir ja bei dieser Schneiderpuppe mit 88 cm bestimmt. Dieses T-Shirt hat nur wenig Bequemlichkeitszugabe. Die Oberweite des T-Shirts ist ungefähr 4 bis 6 cm größer als das Körpermaß der Schneiderbüste. Das bedeutet, dass im Brustbereich noch etwas Luft ist und das T-Shirt hier noch nicht so stark anliegt. Bei diesem sehr engen T-Shirt ist das Modellmaß kleiner als das Körpermaß. Das bedeutet, dass das T-Shirt um den Brustbereich anliegt. Das funktioniert nur bei sehr elastischen Stoffen. Bei diesem T-Shirt ist das Modellmaß deutlich höher als das Körpermaß. Das bedeutet, dass man im Brustbereich sehr viel Weite hat. In Verbindung mit einer überschnittenen Schulter findest du das oft bei Oversize-Styles. Du siehst also, je größer die Zugabe ist, desto weiter wird das Shirt. Wenn du verstehst, wie Maße funktionieren, verändert sich vieles. Du bist dann nicht mehr abhängig von Größen, die überall anders ausfallen. Stattdessen kannst du dir Kleidung machen, die bequem ist, die gut aussieht und in der du dich wohlfühlst. Wenn du mehr zum Thema T-Shirt und Passform wissen willst, dann abonniere gerne meinen Kanal. Dort gibt es immer wieder Neuigkeiten. Fürs Erste bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!